Wenn ihr wissen wollt, wie man eine Maracuja-Konfitüre ohne die lästigen Kerne zubereitet, seid ihr hier genau richtig. Auf dem Markt habe ich in der Restekiste einige Maracujas ergattert. Sie sind nicht mehr so glatt wie diese hier, sondern schon etwas schrumpelig. Das macht aber überhaupt nichts. Die Früchte werden mit einem Messer aufgeschnitten und das Fruchtfleisch samt Kern einfach mit einem Löffel herausgekratzt, und zwar in einen schmalen, hohen Behälter. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stören die Kerne der Maracuja ungemein und ich möchte sie gerne loswerden. Leider befinden sie sich in einer glibberigen Masse, die das wunderbare Fruchtaroma enthält. Es scheint fast so, als könne man den aromatischen Saft nicht ohne die Kerne genießen. Es gibt aber einen einfachen Trick. Ich püriere die Masse mit einem nicht zu starken Pürierstab. Dabei löst sich die Pulpe von den Kernen, ohne dass diese zerschlagen werden. Anschließend gebe ich alles in ein Sieb und streiche die Masse mit der Rückseite einer Soßenkelle hindurch. Und tada, hier habe ich kernlosen Maracuja-Saft. Dieser Saft ist sehr intensiv. Für eine Konfitüre möchte ich das Aroma jedoch etwas abrunden. Deshalb schäle ich noch 2 Plattpfirsiche und 2 Nektarinen und schneide sie anschließend in kleine Stücke. Alles kommt in einen Kochtopf, der auf einer Waage steht. Ich habe hier 400 Gramm Pfirsichfleisch und 200 Gramm Maracuja-Saft. Dazu kommen noch die Zesten einer Bio-Orange sowie einer Bio-Zitrone. Falls ihr euch fragt, wann man Konfitüre besser im Verhältnis 2:1 und wann im Verhältnis 1:1 kochen soll, schaut euch dieses Video an. Manche Früchte gelieren im Verhältnis 1:1 einfach besser. Und außerdem den Saft einer Bio-Zitrone. Zusammen ergibt das noch einmal etwa 60 Gramm. Da ich die Konfitüre im Verhältnis 2:1 zubereite, benötige ich nun noch 330 Gramm Zucker, den ich gleich in einer Schüssel auf der Waage abwiege. Bis auf einen kleinen Rest wird der Zucker zur Fruchtmasse gegeben. Jetzt muss noch das Geliermittel nach Packungsanweisung abgewogen werden. Dabei hilft ein einfacher Dreisatz. Wie viel Geliermittel benötigt man für 660 Gramm Frucht, wenn für 1000 Gramm Frucht 25 Gramm Geliermittel vorgesehen sind, rechnet man 660 geteilt durch 1000 mal 25. Das ergibt 16,5. Die Fruchtzuckermasse wird nun erhitzt. Manche mögen stückige Konfitüre, andere bevorzugen eine fein pürierte. Ich mag beides. Deshalb püriere ich ungefähr die Hälfte der Pfirsichstücke, den Rest lasse ich ganz. Jetzt bereite ich noch die Gläser vor. Sie sollten möglichst steril sein, damit die ganze Arbeit später nicht dem Schimmel zum Opfer fällt. Dafür gebe ich Wasser in eine Pfanne und lege den Boden mit einfachem Haushaltspapier aus. Darauf stelle ich einige Gläser und deren Deckel. Alles wird zugedeckt und bei geringer Hitze leise simmern gelassen. Zurück zur Konfitüre. Sie beginnt langsam zu kochen und dabei kann es passieren, dass der Topfinhalt hochsteigt. Eigentlich passiert das fast immer. Der Topf, den ich hier gewählt hatte, war dafür leider etwas zu klein, denn nach oben war kaum noch Platz. Das war ungeschickt von mir, aber so kann ich euch wenigstens darauf hinweisen und ihr könnt diesen Fehler vermeiden. Wenn so ein Topf überkocht, kann das, gelinde gesagt, ziemlich unangenehm werden. Deshalb fülle ich die Masse kurzerhand in einen größeren Topf um. Das bedeutet zwar einen Topf mehr zum Spülen, ist aber letztlich deutlich sicherer. Jetzt kann alles in Ruhe weiterkochen und wird zwischendurch immer wieder umgerührt. Hier messe ich die Temperatur. Anfangs liegt sie noch bei 100 Grad Celsius. Nach 2 bis 3 Minuten sind es bereits 102 Grad Celsius, weil Wasser verdampft und eine Zuckerlösung heißer als 100 Grad Celsius werden kann. Bei einer größeren Fruchtmenge dauert dieser Vorgang entsprechend länger. Deshalb ist ein Thermometer die einfachste Möglichkeit, den richtigen Zeitpunkt für die Zugabe des Geliermittels zu bestimmen. Das Geliermittel wird unter Rühren eingerieselt und anschließend lässt man die Konfitüre noch 3 Minuten
bzw. nach Packungsangabe weiterkochen. In dieser Zeit hole ich die Gläser aus der Pfanne und stelle sie bereit. Der Marmeladentrichter wird aufgesetzt und der Topf möglichst nahe daneben gestellt, damit sich die Kleckerei in Grenzen hält. Dann wird die Konfitüre eingefüllt. Die Gläser werden sofort fest verschlossen und sollten anschließend am besten ein paar Tage ruhen. Dieses Glas hat ein schönes Vakuum gezogen, denn es ließ sich nur schwer öffnen. Hier seht ihr die fertige Konfitüre. Sie ist wunderbar geworden. Nach dem Öffnen bewahrt man sie am besten im Kühlschrank auf, um Schimmelbildung zu vermeiden. Hier findet ihr auch noch den Link zu meinem Video, in dem ich zeige, wie man Schimmel bei Marmeladen und Konfitüren vermeiden kann. Vielleicht probiert ihr das Rezept hier einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. 200 Gramm Maracuja-Saft ohne Kerne, 400 Gramm Pfirsichfleisch ohne Haut und Stein, 1 Teelöffel Orangenzesten, Zesten und Saft einer Zitrone zusammen ca. 60 Gramm, 330 Gramm Zucker, Geliermittel nach Packungsanweisung, bei mir waren es 16,5 Gramm. Das ergibt etwa 3 Gläser à 200 Gramm. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.